Wir sind hier in Frankreich, in Fontainebleau, mit zwei professionellen Kletterern, der Moritz und Philipp Hans. Wir haben hier das größte Bouldergebiet der Welt und wir haben die C500 Mark II dabei und werden hier die ganzen Features der Kamera zum Einsatz bringen. Die C500 Mark II ist eine sehr modulare Kamera, die man unterschiedlichst riggen kann. Für jeden Einsatz ist was dabei. In unserem Fall konnten wir sie auch sehr klein machen, da wir viel unterwegs sind und sie auch auf einem Einhandgimbal nutzen. Wir waren durch das Mobile eben sehr flexibel unterwegs, das heißt, wir waren im kleinen Team unterwegs. Wir hatten den Romain, der Ton gemacht hat, der sich immer entsprechend anstöpseln konnte. Wir hatten den Markus dabei als Regie, dem konnte man einen Regiemonitor geben. Dann hatten wir den Mustafa dabei, der das Ganze dokumentiert hat fürs Making-of. Das ist natürlich ideal, eine so voll bepackte Kamera mit Features in so einem kleinen Formfaktor zu haben. Ein Feature, das immer sehr hilfreich ist, ist der Dual-Pixel-Autofokus, der nochmals weiterentwickelt wurde, nochmal verbessert wurde. Und das ist auch deutlich spürbar in der Kamera. Der Autofokus lässt sich natürlich super nutzen, wenn man gerade die Kamera nicht bedienen kann. Das heißt, wenn man schwierige Situationen filmt am Felsen oder zum Beispiel eben auch auf dem Gimbal hat, dass ich keine Berührung an der Kamera habe, aber trotzdem eben einen schönen kontinuierlichen Autofokus nutzen kann. Die Kamera ist sehr durchdacht, wie die bisherigen Cinema EOS Modelle auch. Alles hat seinen Platz, die eingebauten ND-Filter, ich habe eine rückbeleuchtete Taste, ich habe eine ARRI-Rosette für den Griff und lauter solche Dinge, die die Kamera einfach sehr flexibel einsetzbar machen. Ein neues Feature der Kamera ist auch, dass sie einen logarithmischen Autofokus hat. Das heißt, die Fokussierung fängt langsam an und bremst auch wieder ab. Das heißt, die Fokussierung ist da deutlich weicher und natürlicher. Wenn eine Situation eben doch zu schwierig war, dann konnten wir den manuellen Focus Guide nutzen, um manuell zu fokussieren, und die visuelle Anzeige der manuellen Focus Guides bestätigt eben, wo die Schärfe ist, ob sie im Backfokus oder im Frontfokus ist, was eben eine deutlich weichere Fokussierung ermöglicht. Das Schöne ist, dass die Kamera einen wechselbaren Mount hat, den man selber wechseln kann. Das heißt, wir konnten am Set von EF auf PL wechseln und dann auch mit den Zoom-Linsen ein paar Aufnahmen machen. Die Kamera hat auch einen integrierten elektronischen Bildstabilisator, der manchmal ganz hilfreich kommt, wenn es schnell gehen soll, wenn man nicht die Möglichkeit hat, die Kamera auf dem Gimbal Slider zu packen, leichte Bewegungen zu machen. Und gerade bei den Cine-Linsen war das sehr hilfreich. Da haben wir aus der Hand wirklich sehr, sehr ruhige Aufnahmen mit aufnehmen können. Wir haben auch den deutlichen Unterschied gemerkt vom Bildlook, den der Vollformatsensor einem bietet. Wir nutzen beide Formate, das Canon Cinema RAW Lite in 5,9K RAW, als auch das MXF 10-Bit-Codec. Gerade wenn man viel aufnimmt, ist der 10-Bit-Codec ideal, da er das volle 5,9K Readout downsamplet und ich bekomme ein sehr cleanes und scharfes 4K-Bild geliefert. Hin und wieder sind ein paar RAW-Aufnahmen auch sehr hilfreich, um da eben, gerade wenn es nochmal extremere Situationen hat, noch mehr Möglichkeiten in der Post zu haben, als auch Sachen im Nachhinein nochmal zu croppen zu können. Wir hatten dann auch noch eine Art Interviewszene. Und da haben wir dann auch die 4-Kanal-Audio-Funktion der Kamera genutzt. Das heißt, wir haben auch nochmal auf Kanal 3 und 4 eben einen Backup aufgezeichnet,
was ich auch immer ein super Feature an der Kamera finde, wenn es einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt von der Audioaufnahme. Und natürlich ist es alles onboard. Das heißt, ich habe das kleine Gehäuse und habe dort alle wichtigen Anschlüsse und eben dementsprechend, wenn ich mehr brauche, habe ich dann nochmal die weiteren Module, die ich dann für diverse Situationen nutzen kann.